Das bin ich, Naima. Eine Woche lang begleite ich die Stadtpolizei in Wiesbaden. Bisher habe ich sie nicht richtig ernst genommen und als Hilfs-Sheriffs abgetan. Tue ich ihnen damit Unrecht oder wird sich mein Bild bestätigen? Ja, ein bisschen kribbelt es dann doch in einem, wenn man in den Laden reingeht. Würden Sie uns bitte mal die Tür öffnen? Nein, Sie müssen bleiben bitte hier. Ich hätte gerne Ihren Ausweis. Sie werden jedenfalls ganz anders als erwartet, meine 7 Tage auf Streife. Bisher waren für mich nur die Landespolizisten die echten Polizisten. Jetzt bin ich unterwegs mit Herrn Kaiser und Herrn Max Einer. Beide sind beim Ordnungsamt als Stadtpolizisten angestellt. Wir nennen nur ihre Nachnamen. So wollen sie es. Zu ihrem eigenen Schutz. Heute sind 2 Teams in der Fußgängerzone unterwegs. Die 1090 würde jetzt in die Fußgängerzone gehen, zwecks Maskenpflicht. Jetzt setzen wir noch den Status. 3 bedeutet auf dem Weg und wir können loslegen. Okay. Die Masken sind zum Zeitpunkt des Drehs hier Pflicht. Momentan machen die Corona-Kontrollen einen Hauptteil ihrer Arbeit aus. Schönen guten Tag, der Herr. Guten Tag. Ich spreche Sie, Max von der Stadtpolizei. Ich spreche Sie gerade an, weil Sie keinen Mundschutz angehabt haben. Beziehungsweise jetzt immer noch nicht richtig tragen. Bitte einmal. Ich bin gerade aus Kaufhof und wollte ein bisschen Luft schnappen oder sowas. Ja, kann ich verstehen, wenn Sie Luft schnappen, einfach kurz auf die Seite stellen, kurz tief durchatmen oder wenn Sie einen Kaffee trinken, rauchen möchten, essen. So ein bisschen rausreden, ja, der Versuch davon. Passiert es häufig? Ja. Menschen auf ihre Fehler aufmerksam zu machen. Für mich ein seltsames Gefühl. Für die Stadtpolizisten scheint es Routine zu sein. Haben Sie noch Hemmungen, Leute anzusprechen? Nein, absolut nein, definitiv nicht, nein. Dann wären wir fehl am Platz. Ich glaube, ich hätte Hemmungen. Wenn ich jetzt jemanden darauf hinweisen müsste, wäre es erstmal komisch. Aber klar, Sie machen es ja auch schon viel länger. Und da muss man schon ein bisschen kommunikativ unterwegs sein und diese Scham auch ein bisschen überwinden, die Leute anzusprechen. Überall. Doch nicht jeder schenkt den Männern Beachtung. Die Dame. Hallo. Trotz Ermahnungen wollen nicht alle ihre Maske aufsetzen. Max von Oft der wird Stadtpolizei. diskutiert. Spreche Sie an, weil Sie gerade Mich keinen beeindruckt Mundschutz es tragen. irgendwie, wie gelassen sie bleiben. Wir haben in Wiesbaden eine Fußgängerzone seit mehreren Tagen Mundschutzpflicht. Ist es immer so? Weil jetzt waren es eigentlich immer so, dass einer quasi ermahnt und der andere steht in einem gewissen Abstand daneben. Immer zur Absicherung des Kollegen, um einfach auch zu sehen, wie verhält sich das Gegenüber, was macht er, weil man kann einfach in die Menschen nicht reinschauen. Das kann auch ganz schnell von jetzt auf gleich sich ändern von seiner Stimmung und dementsprechend halt immer dabei sein und immer gucken, dass wir zu zweit sind. Dass das überhaupt nötig ist, hätte ich nicht gedacht. Aber Stadtpolizist Max Einer hat vor einigen Monaten zu spüren bekommen, wie schnell es gefährlich werden kann. Was ist da passiert? Da ging es um eine Maskenkontrolle. Ja, leider. Es ist im Prinzip war es ein freundlicher Hinweis, wo wir dann tituliert wurden und so weiter und so fort, was dann im Widerstand leider geendet hat. Eine schlimme Schulterverletzung war die Folge. Viel darf er nicht erzählen, denn das Ganze geht noch vor Gericht. 6 Monate war der 35-Jährige krankgeschrieben, musste sogar in Reha. Ich beginne mich zu schämen, dass ich ihre Arbeit bisher unterschätzt habe. Fühlt man sich da manchmal auch nicht ernst genommen, also dass man so belächelt wird? Na gut, wir hören oft von wegen, ihr seid ja gar nicht die richtige Polizei. Was wollt ihr überhaupt von uns? Ja? Zu Widerstand, wie Sie es hier nennen, kommt es zwar nur in 1-3% der Fälle, doch in der Zeit nach unserem Dreh gibt es wieder die Nachricht, dass es zu Übergriffen auf die Stadtpolizei in Wiesbaden gekommen ist. So extrem habe ich mir die Arbeit hier nicht vorgestellt. Nach dem Dienst erklärt mir Herr Kaiser in der Umkleidekabine, welche Waffen Sie zur Verfügung haben. Zum einen ist das der Einsatzgürtel, da haben wir unser dienstlich geliefertes Pfefferspray, den Schlagstock, Handfesseln. Das ist eine Schuss- und sichere Weste. Wie wichtig ist die denn? Wird die wirklich auch gebraucht? Ja, also sie ist überlebenswichtig. Das ist bisher bei mir zumindest noch nie vorgekommen. Aber sollte der Tag X kommen, sind wir auf jeden Fall sicher. Und es gibt ein bisschen Schutz. Die Menschen hier riskieren also jeden Tag ihre Gesundheit, um uns zu schützen. Schwingt da manchmal so ein bisschen Angst auch mit, wenn man in dem Dienst ist? Oder ist das falsch in dem Job? Das ist falsch. Also der
Vorsicht, Genau. Gesunde Vorsicht. Gesunde Vorsicht, der gesunde Respekt. Standposten haben wir, wenn wir jetzt Um auf jede Situation optimal vorbereitet zu sein, schult man das Personal hier bei Einsatztrainings. Distanzschaffende Maßnahmen heißt die Trainingseinheit, die ich heute machen will. Sie soll helfen, im Notfall richtig zu reagieren und womöglich schlimmere Auseinandersetzungen zu verhindern. Kommen Sie rein. Wir haben schon ein bisschen angefangen. Hier lerne ich Patricia und ihren Kollegen Michael kennen. Die Stadtpolizei in Wiesbaden hat 88 Mitarbeitende im Außendienst. Nur 16 von ihnen sind weiblich. Ich denke, viele Frauen schreckt der Gedanke ab, dass es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen kommen kann. Findest du, als Frau hat man es schwerer in dem Job als Mann? Teilweise schon, ja. Also ich merke das ja grundsätzlich draußen, wenn ich Ansprachen mache, dass es nicht immer gewollt ist. Ja, dann heißt es so, nee, ich rede nicht mit der Frau und dann ist es schon mal schwer, sich durchzusetzen. Ja. Ansonsten muss man stark bleiben und ich denke mal, wenn man das trainiert und öfters schon gemacht hat, klappt das eigentlich schon ganz gut. Unser Trainer für heute ist Herr Hempel. Nach ein paar Aufwärmübungen merke ich schnell, Fitness ist hier wichtig. Dann geht's richtig los. Erste Übung ist der Handballenstoß gegen Herbert, die Puppe. Dramatisch wird's, wenn du dann hier aufkommst und brichst dir die Finger. Ja, das sieht schon gut aus. Das Problem ist, wenn du das hier liegen lässt, ne, dann nehme ich mir den Arm und drehe dich irgendwo hin, wo du es nicht haben willst. Ne? Dann sollen Patricia und ich zusammen üben. Okay? Dann nimm du mal einen Platz vom Michael ein. Michael kommt mal zu mir und dann probieren wir das einfach mal. Ich kann das, glaube ich, gar nicht. Wir machen ganz langsam und es kann auch mal sein, wenn der Schlag mal fest ist, das machen wir jetzt nicht, ja, dass man dann doch ohnmächtig wird oder so. Keine Angst. Der Schlag ist trotz Schutz stark zu spüren. Ich will gar nicht wissen, wie es ohne die rote Weste wäre. Und jetzt soll ich das Gleiche bei Patricia machen. Okay. Geh du vielleicht auf sie zu. Wobei die Hemmschwelle ist schon groß. Also jemanden wirklich ist ein Unterschied, ob ich auf den Herbert da hinten schlage oder auf Patricia. Das stimmt. Und die muss man hier ablegen. Ja, sehr gut. Sieht gut aus. Mich interessiert, wie oft Patricia und ihr Kollege den Stoß im Alltag anwenden müssen. Ja, ziemlich oft, gerade wenn Alkohol im Spiel ist, haben die Leute nicht mehr im Kopf die Distanz. Ja, dann werden sie mal aggressiv, weil gerade wenn man eine Zigarette auf den Boden schmeißt, dann kriegen die ein Bußgeld und dann kann es mal nicht so schön werden. Und von daher gucken wir immer, dass die Distanz wirklich für uns da ist. Wir wollen uns ja auch schützen. Der Handballenstoß ist nicht das Einzige, was sie drauf haben müssen. Mit Trainer Hempel spiele ich eine mögliche Einsatzsituation nach. Die PET-Flasche in seiner Hand soll ich mir als Glasflasche vorstellen, mit der er mich bedroht. Stopp, Polizei, bleiben Sie stehen! Was ist los? Was ist los? Oh Gott. Ja, das war jetzt mal ein bisschen durch Aggressivität, Ja, vor dich allem- auch mal ein bisschen aus der Raison zu bringen. Ja, aber so schnell, wie es gerade ging, so konnte ich gar nicht schalten. Noch einmal. Was? Stopp, Polizei, bleiben Sie stehen! Hier ist Stopp, Stopp, Polizei, bleiben Sie stehen oder ich setze das Pfefferspray ein! Ja, sehr gut. Nice, nice. Weichei darf man hier nicht sein. Selbstsicheres Auftreten ist wichtig. Aber ich war jetzt auch schon lauter, oder? Ja, habe ich gehört. Wie hart sie im Ernstfall wirklich durchgreifen müssen, erfahre ich, als Patricia und Michael mich fesseln. Dass sie das überhaupt beherrschen müssen, hatte ich vorher nicht erwartet oder nie darüber nachgedacht. Ich werde Ihnen jetzt die Handfesseln anlegen. Machen Sie mit, ansonsten kann es noch mehr wehtun, ja? Nach 4 Stunden Training bin ich ganz schön fertig. Spätestens jetzt weiß ich, bei jedem Einsatz kann theoretisch alles passieren. Heute bin ich mit einem der Ältesten hier unterwegs.
Herr Christiansen ist 55 und seit 3 Jahren dabei. Vorher war er lange bei der Ausländerbehörde. Sein Kollege Zeigner ist fast 21 Jahre beim Ordnungsamt. Um bei der Stadtpolizei zu arbeiten, ist ein Realschulabschluss und eine kaufmännische Ausbildung Voraussetzung. Es ist kein Ausbildungsberuf. Ja, wir sind auf dem Weg in die Bahnhofstraße, machen da Corona-VO. Um in den Einsatz zu dürfen, machen alle hier einen 6-wöchigen Lehrgang und regelmäßige Einsatztrainings. Schusswaffen, wie die Landespolizei, dürfen sie nicht tragen. Ich muss mich ja nicht unbedingt über eine Waffe identifizieren. Und es ist immer die Frage, was ist denn die beste Waffe überhaupt? Ich denke, die beste Waffe ist Mund, Gedanken, Verständnis und vielleicht so ein bisschen Empathie noch dazu, ist sehr, sehr wichtig. Ja, und darauf lege ich eigentlich persönlich sehr, sehr viel Wert. Und dass man auch immer mit einem gewissen Anspruch, auch in eine Maßnahme, in eine Kontrolle, wie wir es jetzt haben, wir sagen immer Maßnahme dazu, reingeht und auch immer respektvoll reingeht. Das ist also ganz, ganz wichtig, weil wir fordern ja immer Respekt ein und diesen Respekt sollen wir natürlich auch nach außen ausstrahlen. Ja, so verstanden, eingetragen. Zwischen 3.000 und 4.000 Euro verdienen sie hier durchschnittlich im Monat, plus Schichtzulagen. Die meisten, die ich kennenlerne, sind damit zufrieden. Wir sind auf dem Weg zu einem Nagelstudio, 10 Autominuten entfernt. Ja. Bitte schön. Hallo, guten Tag. Christiansen, mein Name von der Stadtpolizei. Wir machen eine Corona-Kontrolle bei Ihnen heute. Wir dürfen nicht mit rein. Ich bleibe trotzdem drin, ja? Eine Kundin trägt keine FFP2-Maske. Das beanstandet das Team. Wie bei einer Corona-Kontrolle üblich, möchten die Stadtpolizisten jetzt alle Ausweise sehen. Ein Mitarbeiter hat jedoch nur ein Foto davon. Das kommt den Männern seltsam vor. Sie fragen beim Inhaber des Nagelstudios nach. Okay. Sie sind der Bruder oder verwandt? Verwandtschaft? Okay. Herr Christiansen hat Erfahrung mit solchen Situationen. Er teilt mir seine Vermutung mit. Er ist hier am Arbeiten. Jetzt gucken wir mal, was der Aufenthaltstitel dazu sagt. Darf er überhaupt arbeiten? Und alles andere muss dann auch noch mal im Nachgang geklärt werden. Sein Verdacht: illegaler Aufenthalt. Im dunklen Hinterzimmer des Nagelstudios stehen ein Bett und ein Koffer. Also es kommt jetzt gleich eine Streife vorbei von der Landespolizei. Er ist hier angetroffen worden beim Arbeiten, hat keinen gültigen Aufenthaltstitel. Damit gilt er für uns als illegal und damit geben wir ihn jetzt an die Landespolizei. Okay? Damit er momentan keinen Unfug macht, möchte ich mal bitten, dass er bitte seine Sachen hier auf den Stuhl legt, was er in den Taschen hat. Die Landespolizei kommt hinzu, weil eine Straftat vermutet wird. Die Stadtpolizei ist nur für Ordnungswidrigkeiten zuständig. Während die Kamera draußen bleiben muss, erlebe ich drinnen, wie mit der Ausrüstung, die ich bislang nur vom Einsatztraining kenne, jemand gefesselt wird, weil Fluchtgefahr besteht. Ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite verstehe ich die Vorsichtsmaßnahme, auf der anderen Seite tut der junge Mann mir leid. Ja, es war teilweise emotional, gebe ich zu. Vielleicht das eine oder andere Mal hat man ein bisschen Mitgefühl. Ja, es tut mir auch leid, aber ich darf mich auch in keinem anderen Land aufhalten, wofür ich nicht die entsprechenden Erlaubnisse habe. Oder darf es nur zu touristischen Zwecken, da sagt auch niemand was dagegen. Aber es ist ja auch eine Sache, wir sprechen ja hier auch dann über Schwarzarbeit. Ja, und ich finanziere ja vielleicht etwas, was verboten ist. Ja. Ich denke, da sollte man auch schon die Gesellschaft schützen. Also da haben wir auch einen anderen Anspruch. Wir bringen den Mann, der vermutlich vietnamesische Wurzeln hat, auf die Wache. Die Landespolizei musste schon zum nächsten Einsatz. Anders als die Stadtpolizisten überrascht es mich, wie schnell sich aus einer harmlosen Routinekontrolle so eine Situation entwickelt. Dass ich in meiner Woche hier einen Menschen in Fesseln zur Wache bringe, hatte ich nicht erwartet. Während ich vorne sitze, sitzt hinter mir Herr Christiansen mit dem entmutigten Gefangenen. Ich habe ein beklemmendes Gefühl.
Die Polizisten wirken professionell. Die Fahrt dauert nur wenige Minuten. Mir kommt sie ewig vor. Der junge Mann wird an die Landespolizei übergeben. Wie es weitergeht, werden Christiansen und sein Kollege nicht erfahren. Für die Stadtpolizei und mich ist der Einsatz hier beendet. Heute bin ich wieder mit den Kollegen Kaiser und Max Einer unterwegs. Spätschicht. Sie sind auf der Suche nach einem Fahrzeug ohne gültigen Versicherungsschutz. 16 hier auf der Seite. Ja gut, wir müssen ja entweder den Halter antreffen oder das Fahrzeug. Und oft ist es so, dass das Fahrzeug sich gar nicht mehr hier in Wiesbaden befindet, sondern in einer anderen Stadt. Und der Halter auch nicht anzutreffen ist. Das sind halt die Schwierigkeiten bei der Ermittlung. Das ist ein C180. Korrekt. Jetzt haben wir auch gleich einen Erfolg. Fahrzeug auf der rechten Seite. Das Fahrzeug darf nicht mehr in den Straßenverkehr. Das Zulassungssiegel wird entfernt. Sowas muss jetzt wahrscheinlich neben diesen ganzen Corona-Kontrollen noch gemacht werden, oder? Gut, das gehört halt auch hauptsächlich mit zu unserem Aufgabenbereich, ja. Ich sag mal, so Fälle müssen halt auch noch abgedeckt werden neben Corona, richtig. Ist es dann also auch schon einfach eine Mehrbelastung, weil die Aufgaben, die fallen ja nicht weg, nur weil jetzt die Kontrollen dazukommen, oder? Gut, ich sag mal, Corona stellt uns halt auch vor eine Herausforderung, ja, auch personell, sage ich jetzt mal so, weil, was heißt personell, wir haben halt diese Aufgaben, die müssen wir auch bearbeiten und dann natürlich noch die Corona-Kontrollen zum Schutz der Bürger. Machen so Ermittlungen dann zum Beispiel mehr Spaß als die Maskenkontrollen oder gibt es da keine Unterschiede für Sie? Na gut, das kommt auf den Typen an. Auf den Typ OPW kommt es dann an. Bei Maskenkontrollen, ob er der stark kommunikative Typ ist oder ob er halt gerne ermittelt. Ja. Ermitteln müssen Sie in dieser Nacht noch mehr. Sie suchen Menschen, die zum Beispiel für verschiedene Behörden nicht zu erreichen sind. Hallo, die Stadtpolizei, würden Sie uns bitte mal öffnen? Mal geht es um einen Gerichtstermin und mal um ein Schreiben der Ausländerbehörde, das nicht zugestellt werden kann. Briefkästen auch negativ. Diesmal haben Sie Glück und finden die gesuchte Person. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Genau das würde mich vermutlich an dem Job frustrieren. Stundenlang versuchen Identitäten zu ermitteln, Autos zu finden. Häufig ohne Erfolg. Am nächsten Tag geht es anders los als die Tage zuvor. Denn die Kollegen Zeigner und Max Einer sind heute in Zivil unterwegs. Beide tragen trotzdem Schutzwesten unter ihrer Alltagskleidung. Was verändert es nach außen? Na gut, wie das der Name schon sagt, zivil. Wir fallen nicht auf. Ja? Wir können versehen verschiedene Tätigkeiten, verschiedene Ordnungswidrigkeiten natürlich. Eher, als wenn man mit Uniform unterwegs ist. Sie werden jetzt niemanden haben, jetzt zum Beispiel bei Kippenschnickern, die einen uniformierten Kollegen sehen oder uns uniformiert sehen und dann provokativ dann noch wegschnippen. Das werden sie selten haben. Die übliche Ausrüstung ist trotzdem dabei. Auch ich ziehe heute eine schusssichere Weste unter meine Jacke. Sieht gut aus, oder? Ich will wissen, ob man sich durch die Weste anders fühlt und anders auftritt. Heute sind sie im Einsatz an Bushaltestellen und schauen, ob Menschen ihre Zigaretten auf den Boden entsorgen. Eine Aufgabe, die auch schon vor Corona Alltag für sie war. Also jetzt kommt unser Bus um 4 Minuten. Wir haben jetzt gerade den Herrn zu deiner Linken im Auge. Hinter mir, ne? Ja, genau. Habe ich schon gesehen. Können wir mal so tun, als würden wir uns unterhalten. Weil dann kann ich ab und zu mal rüberlutschen. Weil ich muss es ja auch gesehen haben. Wenn er sie jetzt fallen lässt oder wegschmeißt, muss ich auch, wenn es vor Gericht geht, wiedergeben können, dass er sie weggeschmissen hat. Ich fühle mich wie in geheimer Mission auf der Jagd nach einem Schwerverbrecher. Kurz vergesse ich, dass es nur um Zigarettenkippen geht.
Und erledigt. Max an der Stadtpolizei. Ich spreche Sie an, weil Sie gerade Ihre Zigarette weggeschmissen haben. Ich hätte gerne einmal einen Ausweis von Ihnen gesehen, bitte. Trotzdem, Zigaretten wegschmeißen. Oder anderer Ausweis. Um die 50 € muss der Mann im Nachgang für die weggeschmissene Kippe zahlen. Ganz schön viel, finde ich. Auch wenn ich glaube, dass nur Abschreckung hilft. Bei jeder neuen Kontrolle habe ich Bedenken, wie die Leute reagieren, wenn sie zur Kasse gebeten werden. Entschuldigung, hallo, Stadtpolizei. Ich hätte gerne mal Ihren Ausweis, bitte. Warum? Weil Sie die Zigarette auf den Boden geschmissen haben, das kommt ein Bus. Nein, ich brauche, Sie bleiben. Nein, Sie müssen bleiben bitte hier. Ich hätte gerne Ihren Ausweis. Der Mann möchte unbedingt seinen Bus erwischen, doch Herr Zeigner bleibt eisern. Jetzt bin ich doch ganz schön beeindruckt, wie konsequent hier kontrolliert wird. Mal wieder Diskussionen und Entschuldigungen, um dem Bußgeld zu entgehen. Alltag für die Stadtpolizisten. Das ging schnell, ja. Das ist immer, wenn die Busse dann anfahren und die wollen dann schnell rein und dann, der hat ja richtig Fahrt aufgenommen und ist losgerannt. Wollte auch als an mir vorbei, ja. Aber als der Bus weg war, hat er sich dann beruhigt. Und er dachte ja auch, glaube ich, er muss die Kippe aufheben, wegschmeißen und damit hat sich die Sache. Ja. Passiert das auch öfter? Ja, das ist eigentlich öfters. Die denken immer, dann hebe ich sie auf und dann ist gut, ja. Aber dem ist halt nicht so. Haben sie weggeschmissen, dann müssen sie auch dafür gerade stehen. Dass sie dafür gerade stehen müssen, finde ich richtig. Ob sich die Mühe und Zeit lohnt und die Menschen wirklich umdenken, bezweifle ich aber. Aktion Sauberes Wiesbaden. Ich bräuchte mal bitte Ihren Ausweis. Die Stadtpolizisten hoffen zumindest, dass sich durch ihre Arbeit nachhaltig etwas ändert. Das ist ja auch das Schönste. Ja? Wenn das Wirkung zeigt, dass keiner mehr macht, sparen die Leute sich Geld, die Stadt ist sauber. Alles gut. Um die 30 Personen haben sie heute erwischt. Nach meiner Schicht merke ich, heute habe ich mich zum ersten Mal als Teil des Teams gefühlt. Wahrscheinlich, weil auch Herr Max einer und Herr Zeigner keine Uniform anhatten. Die schusssichere Weste hat mir vor allem eines gebracht: Rückenschmerzen. Heute bin ich mit dem Jüngsten hier verabredet. Herr Nuske ist 22 und erst ein halbes Jahr dabei. Die Arbeit bei der Stadtpolizei besteht für ihn bislang vorwiegend aus Corona-Kontrollen. Auch heute soll das Team Gaststätten kontrollieren. Doch dann kommt eine Nachricht über Funk. Alles klar. 90 Ende. Was ist jetzt gerade durchgegeben worden über Funk? Oberhalb von uns kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, zu einer eventuellen Körperverletzung. 3 Täter sind wohl noch flüchtig, die jetzt eigentlich hier oben runterkommen müsste. Es soll sich um Jugendliche handeln, die möglicherweise sogar Waffen bei sich haben. In diesem Moment bin ich froh, dass ich heute wieder eine Schutzweste trage. Mir macht der Gedanke, dass sie gleich die Treppe runterkommen könnten, Angst. Wie ist es, wenn jetzt wirklich hier jemand runterkommen würde? Was hättet ihr dann für Befugnisse? Was würdet ihr auch machen? Also es ist zum einen so, Eigensicherung geht immer vor. Das heißt, es liegt in unserem Ermessen, ob wir eingreifen. Wir handeln ja nach dem Opportunitätsprinzip. Natürlich würden wir dann auch eingreifen und ihn versuchen, den Täter festzuhalten, wenn wir es uns zutrauen und die Eigensicherung auch passt. Und im gleichen Atemzug der Kollege, der Absichernde, würde dann die Leitstelle bzw. OVD kontaktieren und der gibt das direkt weiter an Landespolizei und so weiter. Und so lange würden wir ihn nach dem Jedermannsrecht dann auch festhalten. Es liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass ihr eure Waffen, ihr habt zwar Waffen, aber die sind ja schon auf jeden Fall begrenzter als zum Beispiel bei der Landespolizei. Korrekt. Und es kommt dann auch immer darauf an, wie viele Täter es jetzt sind. Ich sag mal, wenn das jetzt einer ist, der flüchtig ist und uns in die Arme läuft, dann ist das klar. Sind das 10, dann ist natürlich auch klar, dass wir Verstärkung rufen und bis die da ist, gar nichts tun. Kurze Zeit später ist klar, die Situation hat sich inzwischen entspannt.
Trotzdem, mir wird wieder bewusst, auch aus einer unspektakulären Kontrolle können brenzliche Situationen entstehen. Und der Handlungsspielraum der Stadtpolizei ist begrenzt. Ob ich da reinplatze oder ob ich ganz will. Am Abend wird es dann noch spannender. Besprechung zum Großeinsatz. Die rund 15 Mitarbeitenden der Stadtpolizei sollen im Auftrag des Zolls in Shisha-Bars Tabaksteuer und Mengen kontrollieren. Neben Herrn Nuske treffe ich hier auch Patricia wieder. Einsatzleiter Blenske empfiehlt mir heute sogar eine Weste anzuziehen. Man weiß nie, ob da vielleicht schon genügend Publikum drin ist, wo es uns erschwert, auch die Kontrolle durchzuführen. Und aus dem Grund ist es immer angemessen, einen gewissen Personalstamm mit dabei zu haben. Ich merke, die Anspannung bei allen ist groß, denn so ein Großeinsatz ist nicht alltäglich. Keiner weiß, wie reagieren die Barbesitzer auf die Kontrollen, wie ist die Stimmung der Gäste. Mit 4 Streifenwagen fahren wir Kolonne zur ersten Shisha-Bar. Für Herrn Nuske ist es das erste Mal und nicht nur ich bin nervös. Ja, aufregender als die Fußgängerzone mit den Passanten und der Corona. So verstanden. Maßnahme, ja, das stimmt. Ankunft am Einsatzort. Dann muss alles ganz schnell gehen, damit niemand Beweise entsorgen kann, bevor sie sichergestellt sind. Die Tür bewacht ein Polizeihund. Drinnen läuft alles sehr koordiniert. Jeder Raum wird von Herrn Nuske und seinen Kollegen abgesichert. Jeder Schrank begutachtet. Ein Riesenaufwand für ein paar Dosen Tabak. Viel Betrieb ist noch nicht. Ja, ein bisschen kribbelt es dann doch in einem, wenn man in den Laden reingeht und man nicht weiß, was einen wirklich erwartet. Wenn man dann mit dem Personal da lang geht oder mit den Kollegen und sieht, das ist alles in Ordnung und die kooperieren auch, der Besitzer, dann legt sich das alles wieder ganz schnell. Und darum geht's. Mit einer großen Dose mehrere Kunden zu bedienen, ist nicht erlaubt. Auch um zu verhindern, dass der Inhalt mit unversteuertem Tabak gestreckt wird. Alle Dosen, die schon angebrochen sind, werden deshalb gewogen und beschlagnahmt. Sie müssen die eigentlich selbst entsorgen, oder was wäre der richtige Vorgang? Beziehungsweise sollte man eigentlich kleine Packungen kaufen, die dann für einen Kopf gehen und dann hat man das Problem nicht. Ist aber für den Ladenbesitzer halt auch teurer. Nach einer Stunde Einsatz sind rund 70 Dosen Tabak sichergestellt. Was für Konsequenzen hat das jetzt? Also es gibt ein Strafverfahren, das läuft über das Hauptzollamt. Ja, da haben wir nichts mit zu tun. Wir leisten heute lediglich Amtshilfe mit der Sicherstellung von dem Tabak. Und der Tabak wird dann von uns an das Hauptzollamt nach Darmstadt verbracht und dort eben entsprechend das Verfahren eingeleitet. Ein Bußgeld wird auf den Gastronomen zukommen. Wie hoch das ist, erfahren die Stadtpolizisten so gut wie nie. Mich würde das frustrieren. Herr Nuske hat vorher eine Ausbildung gemacht, zum Versicherungskaufmann. So zum Ende in der Ausbildung habe ich so gemerkt, nee, das ist nicht so mein Ding. Vor dem PC sitzen den ganzen Tag, auch wenn man da Kundenkontakt hatte. Und da ich einen guten Freund habe, der hier auch arbeitet, hat er mir da schon damals viel darüber erzählt. Dann dachte ich mir, ach komm, bewerbe ich mich mal. Vielleicht ist es ja was. Und es ist jedes Mal was Neues. Jeden Tag erlebt man andere Dinge. Jedes Gespräch ist anders, jeder Tag ist einfach anders. Das macht Spaß. Dann geht es weiter zur nächsten Shisha-Bar und zur nächsten Kontrolle. Nach einer Woche hat sich mein Bild über die Stadtpolizei gewandelt. Ich habe Respekt vor dem, was die Menschen hier leisten und auch, wie sie mit dem Widerstand gegen ihren Job umgehen. Ich finde, ihre Arbeit, die vor allem aus Kontrollen besteht, ist wichtig. Die Unwägbarkeiten bei jedem neuen Einsatz wären für mich aber nichts.